Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Wir sind ja jetzt hier bei unseren Faultieren und die Hexe, die hat Nachwuchs und ich habe jetzt hier mal direkt ein bisschen was zum Bestechen mir mal lieber mitgenommen, weil die Hexe, die heißt nicht einfach so Hexe, sondern die ist manchmal halt auch eine Hexe. Das heißt also, sie ist manchmal ein bisschen gemein und natürlich, auch wenn sie ein Jungtier hat, passt sie besonders auf. Klar, ich bringe sie jetzt nicht in eine Situation, wo es für sie super stressig oder unangenehm wird. Wenn man mal zu einem Tier hingeht, das vielleicht gerade so wie sie sich irgendwo gemütlich gemacht hat im Zoo, ist das auch nicht unbedingt immer negativ zu sehen, auch wenn man das Tier dann vielleicht gerade aus so einem Mittagsschläfchen rausholt, weil in der Natur kann man auch nicht mal den ganzen Tag nur faul rumliegen und schlafen. Da ist das auch natürlich auch so ein bisschen Abwechslung. Und außerdem habe ich ja auch was zum Bestechen dabei. Besonders gern mag die Hexe zum Beispiel Kartoffeln. Das hier sind also gekochte Kartoffeln. Damit habe ich, glaube ich, gute Chancen. Versuchen wir mal unser Glück. Na, Hexe? So, ich habe jetzt für die Hexe hier ein bisschen Kartoffel dabei. Also Kartoffel mag sie wirklich gerne. Auch das hier, gekochte Möhre, finden Faultiere auch total super. Eigentlich fast alles, was gekocht ist. Hexe? Da sieht man auch gerade schön, dass das ja ein Zweifinger-Faultier ist, weil sie eben hier zwei Finger hat und zwei Krallen. In Abgrenzung eben zum Dreifinger-Faultier. Was man auch hier gut sehen kann, wenn sie den Mund aufmacht, die haben ja vorne, oben und unten keine Zähne. Faultiere gehören ja zu den Zahnarmen. Und die Eckzähne, das sind angespitzte Backenzähne eigentlich, die da haben. Damit können die sich aber auch verteidigen und echt feste zubeißen. Jetzt hast du Appetit bekommen, ne? So. Ich würde jetzt mal was Rohes benutzen. Wir nehmen jetzt mal eine rohe Möhre. Ja, geht auch. Hexe frisst alles. Da muss aber ein bisschen kauen, ne? Nee, jetzt sieht man, okay, nee. Also das ist eine rohe Möhre. Ist ja auch anstrengend, also würde ich es mir vorstellen. So eine rohe Möhre zu kauen, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen als so eine gekochte, weiche Möhre. Ja, Hexe, warte, ich guck mal nach, ob ich hier noch was Gekochtes habe. Oh, ich habe noch eine hier unten. Schau mal, der Vergleich, die gekochte Möhre. Das geht besser, ne?
wegen des Jungtiers. Ich denke mal, dass man es auch auf ihrem Bauch hinten sehen kann. Wir haben ja gerade unser Faultier-Jungtier gesehen. Das ist am 28. April 2022 geboren. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt gerade hier hin sind. Und wir haben gerade auch ein ganz typisches Verhalten gesehen, weil die Hexe hatte ja einen Apfel gefuttert, den Faultiere auch recht gerne futtern, weil es ja auch süß ist. Und das Kleine ist dann direkt zum Mund der Mutter und wollte da auch ein bisschen was abschlecken. Und damit beginnen junge, heranwachsende Faultiere schon im Alter von ungefähr 2 bis 3 Tagen, dass die anfangen, der Mutter Futter aus dem Mund zu schlecken. Die werden natürlich immer dreister, irgendwann klauen die der Mutter richtig Futter und da hat die auch immer keine Lust mehr drauf und dann müssen die sich selbst versorgen. Mittlerweile ist das Kleine aber auch schon so weit, dass es sich alleine an der Futterschüssel bedient, mit Mama zusammen natürlich, vom Bauch runter oder an irgendwelchem frischen Laub. Guck mal Hexe, jetzt noch ein bisschen Paprika. Ne, Paprika nicht. Eine Besonderheit, die wir ja gerade haben, ist, dass Vater Flori, der eine Etage höher gerade hier schläft, bei der Aufzucht dabei ist. Das hatten wir in der Vergangenheit nie so gemacht. Hexe ist mittlerweile ja auch eine sehr erfahrene Mutter. Die ist selber 1997 in der Wilhelma in Stuttgart geboren, hat schon viele Jungtiere großgezogen und wir haben bisher aber immer den Mann eigentlich kurz vor der Geburt abgetrennt. Und jetzt haben wir mal geguckt, wie die sich verhalten, wenn wir ihn dabei lassen. Das klappt super. Manchmal schlafen die 3 auch sogar zusammen. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass der Flori, so heißt der Vater ja, sich da an der Aufzucht beteiligt, aber er stört auch nicht. Und deswegen ist er auch hier mit dabei bei uns im Tamandur-Haus. Wie man hier sieht, die Faultiere, die futtern ja eine bunte Mischung an Salat, Gemüse, Obst. Und Zweifingerfaultiere sind da auch überhaupt nicht wählerisch. Zweifingerfaultiere fressen eigentlich querbeet alles Mögliche an Obst und Gemüse, auch an Laub. Das Dreifingerfaultier im Gegenzug, also das ja in Abgrenzung zum Zweifingerfaultier eben Dreifingerfaultier heißt, weil es vorne 3 Finger hat und das Zweifingerfaultier 2, hinten haben beide 3. Das ist spezialisiert auf einige wenige Laubbäume. Also die fressen zum Beispiel Laub von Ameisenbäumen und Früchte davon oder von einigen Feigenbäumen. Die werden viel aufwendiger in der Haltung und werden auch in keinem europäischen Zoo gehalten.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.